Das ist der Maßstab für einen Tiefeinstieg. Wenn man wahrscheinlich einen Wikipedia-Eintrag machen würde für ein stabiles Fahrrad, dann käme dieses Fahrrad bei raus. Ein Riese und Müller, so stabil wie die Bundesbahn, so kann man es fast sagen. Ein kleines Moped. Guten Morgen. Guten Morgen, hi. Ja, 6. April 2022. Das ist, du hast es eben gesagt, Brot und Butter. Das ist aber schon die gehobene Brot- und Butter-Version. Es gibt es auch günstiger, also mit Kette wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also wir fangen hier bei 4.499 an mit einer Kettenschaltung der Shimano Deore XT. Und hier haben wir jetzt die Enviolo, die Novinci, mit Riemenantrieb. Ein total unkompliziertes Fahrrad in der Ausstattung. Das Einzige, was hier wahrscheinlich kaputt geht, sind die Reifen irgendwann mal und die Bremsbeläge. Ansonsten hat man Ruhe für 10.000 Kilometer. Das ist typisch so eine Riemenleistung, oder? Genau, also ein Riemen kommt auf über 20.000 Kilometer. Wir haben schon welche, die 30.000, 40.000 laufen. Ist wirklich ein sehr robuster Antrieb. Und hier haben wir jetzt auch die Enviolo Trekking verbaut. Das heißt, ich habe 380% Übersetzungsbandbreite. 380? Genau, das ist schon fast ein Mountainbike-Bereich. Also die Schaltung, die sich dann auch noch stufenlos schalten lässt, die lässt keine Wünsche offen. Ja, schlimm ist ja immer, wenn die Kette, ich sag mal, einen kleinen Verschleiß hat, sie ist entweder trocken oder irgendwas passiert oder es fängt schon damit an, dass das Bindeglied falsch rum reingesetzt wurde, dann klackert sie, dann macht sie, das kann man hier alles vergessen. Das funktioniert, oder? Genau, das funktioniert und weitestgehend wartungsarm. Das bedeutet, man muss nichts schmieren, es wird auch nichts großartig schmutzig, also deshalb braucht man auch nicht den klassischen Rockschutz oder dergleichen. Ist einfach eine sehr saubere, wartungsfreie Geschichte. Ja, das Ganze ist gebaut für die Ewigkeit. Es hat einen tollen Motor, der ist aber so integriert, dass man ihn fast gar nicht sieht. Lucien, stell dich mal kurz vor. Hi, Lucien Mohr, mein Name. Geschäftsführer im Fahrradgeschäft Konrad in Kaiserslautern. Ja. Ihr seid Erlebnisdorf von Riese und Müller, das heißt, ihr habt nahezu, oder ich glaube, ihr habt fast alle Fahrräder da? Ja, ich würde sagen, wir haben alle Räder da und wenn sie mal nicht da sind, dann sind sie auf dem Weg. Und es darf hier bei uns auch alles getestet werden. Und du bist der? Ich bin der Tobi. Tobi, guck mal hier. Das ist ja mal ein stabiler Gepäckträger. Das ist auch ein Gepäckträgersystem, was hier verbaut ist? Genau, das ist ein Mixsystem, wo man halt sämtliche Körbe und Boxen und alles reinklicken kann und dann auch bombenfest das Rad mit dem Ganzen hochheben kann. Also das ist dann immer bombenfest drin. Ja, es ist unglaublich verwindungssteif. Viele Nachbauten gibt es mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wer war das Original. Ich weiß auch nicht, ob es Riese und Müller war. Aber so, ich sag mal, massiv im Alubau. Das ist wirklich einmalig. Das Coole hierbei auch, der Motor, der drin ist, der stärkste Bosch-Motor, den es gibt. Das macht dann richtig Spaß zu fahren. Genau, das ist der Performance CX mit 85 Newtonmetern. Wie das schon klingt hier. Der hat ja keinen Rücktritt, oder? Nee, Rücktritt mit Sicherheit hier nicht. Der Motor, der macht halt auch berghoch massiv viel Spaß. Also, ist eigentlich das Beste, was es bei Bosch momentan so gibt. Kann man den sparsam fahren, wenn man will? Das kann man auch. Also man hat mittlerweile auch die Möglichkeit, nicht nur den Eco-Modus, sondern auch den Tour-Modus noch dynamisch einzustellen, dass er auch beim Eco anfängt und dann sich der Trittfrequenz eben anpasst. Und dadurch kann man wirklich relativ sparsam fahren. Eine krasse Bereifung hier drauf, eine schon fast Mountainbike-Bereifung. Ich guck mal gerade, was ist denn drauf? Johnny Watts mit drauf. Also damit kann es auch mal ins etwas gröbere Gelände gehen, denn oft hat man ja das Problem, dass die Schutzbleche so eng montiert sind, dass du keine Stollenbereifung drauf machen kannst. Das geht ja. Genau, das geht hier wunderbar und der Johnny Watts Reifen ist jetzt ein Reifen, der für ein bisschen gröberes Gelände auch noch wunderbar geeignet ist, hat aber gleichzeitig einen relativ breiten Mittelsteg, sodass man ihn auch ohne Probleme auf der Straße fahren kann. Ja, ich bin mal so einen ähnlichen Reifen mal gefahren. Wenn die sich relativ schnell zusetzen, könnte man hier auch einen Nobby-Nick drauf machen, theoretisch, wenn man sagt, man will wirklich mal ins Gelände? Ja klar, das wäre jetzt möglich. Man könnte auch noch was Gröberes, Weicheres nehmen. Aber für die meisten Zwecke reicht der Johnny Watts schon wunderbar aus. Würde jetzt hier auch keinen Sinn machen, weil hier die Gummimischung vom Johnny Watts ein bisschen härter ist wie beim Nobby-Nick. Das heißt, der fährt sich auch nicht so schnell ab. Und er reinigt sich auch ziemlich selber schnell, wenn man mal im Gelände war. Ja, ist jetzt kein Downhill-Geländefahrrad aber dafür kann man ruhig mal einen Feldweg fahren, also ein Schlechtwegefahrrad auf jeden Fall. Eine der besten gefederten Sattelstützen des Marktes ist hier eingebaut. Es ist wirklich eine absolute Traumsattelstütze mit einem großen Elastomer, also ohne Feder, wo ich sag mal irgendwas eingeklemmt werden kann oder könnte. Hier Elastomer total sicher, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine super bequeme Geschichte. Also das Elastomer ist fest integriert und
dämpft die ganzen Mikrovibrationen, aber auch die bisschen stärkeren Einfederungen macht das wunderbar mit. Also es ist wirklich eine sehr saubere, feine Geschichte. Das ist wesentlich. Also mit und ohne Fahren ist ein Riesenunterschied. Wir haben ja schon hier eine sehr, sehr große Bereifung, eine großvolumige Bereifung. Sieht gar nicht so groß aus. Die Laufradgröße 27,5? Ja. Genau. Also Mountainbike-Bereifung. Dann aber viele Extras, stabiles Schutzblech mit dabei. Der Akku voll integriert. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Wenn du mir mal zeigst, wie der drin ist, bitte, Lucia. Abdeckung. Alles so für, ich sag mal, die Ewigkeit, aber wichtig ist, der Zubehörkatalog von Riese und Müller ist unendlich. Da kriegst du zum Beispiel die bekannten Riese und Müller Magnet-Trinkflaschen. Darf ich die mal kurz zeigen an einem anderen Fahrrad, dass wir die mal sehen? Ja, denn ihr habt ja ganz viel Riese und Müller da. Lucien holt mal kurz den Akku raus für uns und das lässt sich problemlos nachrüsten. Sogar noch eine Tasche dabei, oder? Genau, also eine Tasche, ein kleiner Frontgepäckträger ist möglich. Hier haben wir jetzt keine Magnet-Trinkflaschen, sondern eine Trinkflasche zum Einklicken, lässt sich aber genauso leicht halt reinstecken und wieder entnehmen. Das gleiche mal hier. Es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen, die man nachrüsten kann. Hier vorne hat man einen Gepäckträger, auch der wäre möglich bei dem? Genau, also hier das Schwarze ist ja auch das Nevo und hier haben wir jetzt einen kleinen Frontgepäckträger mit Tasche. Das Ganze gibt es auch farblich abgesetzt, also damit es so ein bisschen mehr den Citybike-Charakter bekommt. Ja, ziemlich toll. Rot läuft gut, die Farbe bei euch? Ja, ist mit Abstand die beliebteste Farbe. Also gerade dieses bisschen metallic schimmernde Rot ist wirklich eine sehr auffällige, schöne Farbe. So, wer Riese und Müller fährt, dem wird oft Beachtung geschenkt, weil die Leute wissen, das ist was ganz Besonderes. Die Abdeckung ist am Akku dran. Genau, wir haben hier 625 Wattstunden Akku, der große. Und hier ist halt diese Gummischutzkappe schon drauf. Und ja, ist super einfach zu entnehmen. So, was wiegt der ungefähr, so ein Akku? 4 Kilo? Nee, das ist schon der 750er. Der hier wird so bei 3,1, 3,2 so rumliegen, also knapp 3. Ist das der 57er oder der ist der 625? 625er. Genau, der ist nochmal deutlich leichter, okay. Weil der 750er, der geht schon mit 4,5 Kilo rein. Also das ist nochmal locker über 1 Kilo, 1,5 mehr. Ja, großes Display mit drin. Was ist das für ein Display? Genau, das ist das Neon der zweiten Generation. Momentan das beste Display auf dem E-Bike-Markt. Sehr hochauflösend. Ist ja kaum lieferbar. Oder? Nee, man kriegt auch nur noch eine gewisse Anzahl zugeteilt, wenn man die halt nachrüsten will. Und hier haben wir das halt direkt schon dazu konfiguriert. Ja, eine tolle Integration auch vom Licht. Das hier ist die Bedienung. Einfacher geht nicht, oder? Genau, das ist eine sehr ökonomische Remote, wo man halt hier mit den Daumen an diese Tasten rankommt. Minus für den Gang runterzustellen und plus halt, um nochmal eine Stufe stärker zu stellen, damit die Unterstützungsstufe mehr dazu gibt. Ja, NuVinci Optimized steht drauf. Da ist das Männchen. Das wäre jetzt relativ flach, das Gelände. Das wäre dann bergig. Das erklärt sich komplett intuitiv. Man dreht immer gleich. Wie funktioniert das? Oder ist das wie eine Mountainbike-Schaltung vom Prinzip her? Ich drehe einfach nach vorne, wenn es leichter sein soll. Dann wird das Männchen ja den Berg hochfahren und ich drehe zurück, wie wenn ich Gas geben würde beim Motorrad, um stärker einen schwereren Gang zu haben und schneller zu fahren. So, auch hier der Lenker ist leicht angewinkelt, ergonomisch. Fernlicht habe ich auch. Genau, ich habe hier den Fernlichtknopf, dass das Ganze nochmal aufleuchtet. Und ja, damit kann ich schon auch im Wald mal ein bisschen fahren, wenn es stockduster ist. Cool, es hat Fernlicht. Ja. Das ist klasse. Und auch noch Komfort geben, ne? Das heißt 60 mm, das heißt 3,35 Breite. Das heißt, das ist schon ziemlich dick. Ne? Also ist das eine Luftfeder? Nein. Genau, ist eine Luftfedergabel. Ich glaube, wir liegen hier bei 100 mm Federweg. Lässt sich auch absperren, wenn man mal einen Berg hochfährt. Also ist wirklich eine sehr bequeme Geschichte. Ja, alles zwischengerastet ist auch noch, wenn man sie zumacht. Das heißt, man hat noch so Zwischenstufen. Das hörst du hier so ganz leicht. Dass sie ein kleines bisschen härter machen kann. Dann. Genau, damit ich halt nicht so viel Power verpuffen lasse, wenn ich den Berg hochfahre, dass ich, wenn ich reintrete, zu viel Energie fallen lasse. So, hier vorne ist die Lampe. Sie ist winzig, aber sie ist unkaputtbar, sagt ihr. Denn sie hat Kühlkörper direkt mit integriert. Sie ist unglaublich hell. Genau, unglaublich hell. Ja, wie du schon sagst, vom Fahrtwind wird sie dann durch die Kühlrippen sogar ein bisschen abgekühlt. Und vor allem ist es sehr massiv. Also die hält schon den einen oder anderen Sturz aus. Es gibt eine kleine Sollbruchstelle bei der Halterung. Die lässt sich dann aber günstig ersetzen. Die Lampe selbst ist sehr robust.
Ja, ich habe schon eine gefetzt an meinem Fahrrad. Die Magura-Bremse, ist die hier mit Bremslicht oder die ohne? Ne, hier tatsächlich ohne Bremslicht. Hier haben wir 4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten, also eine sehr starke Version, MT5, MT Trail, aber ohne Bremslicht, genau. Ja, ein ganz toller Griff ist auch dran, ergonomisch. Ich habe viele auch Reflektoren mit drin. Für die Sicherheit ist viel getan. Wenn du mal gerade den Lenker ein bisschen drehst, dass ich mal die Bremse zeigen kann. 4 Kolben vorne. Genau. Also mit der Scheibe und der Bremsanlage komme ich wirklich auf kürzester Distanz zum Stehen. Oder überschlagen, wenn ich zu feste ziehe. Die packt richtig zu, oder? Die packt richtig zu, aber dadurch, dass der Schwerpunkt durch den Motor und Akku relativ tief liegt, ist das Risiko gar nicht mal so groß, dass man sich überschlägt. Also Man kann die auch ziemlich gut dosieren. Das heißt, diese 4 Kolben Bremsanlage ist dafür auch da, dass man besser dosiert den Trail runterfahren kann oder halt den Berg, der steil ist. Also überhitzt auch nicht so schnell, weil große Rotoren sind. Oder dass das verhindert halt, dass die Scheibe blau anläuft oder. Das sind auch die gleichen Bremsscheiben, sind auch hinten, gucke ich mal gerade, gleicher Durchmesser, aber hinten lang durchaus 2 Kolben. Ja, eine Besonderheit hier, ein eingebauter Tracker ist hier mitbestellt worden. Ist das Serie oder? Nee, den haben wir dazu konfiguriert. Das ist der X-Chip von Riese Müller. Das ist ein GPS-Tracking-System. Die haben auch einen Service, wo die dafür dann garantieren, wenn das Rad wegkommt, dass die das Rad nochmal besorgen. Das heißt, man muss dann nicht irgendwelche wilden Nachtaktionen machen mit dem Kumpel. Wenn er versteckt verbaut. Versteckt im Rahmen, genau. Hier sieht man auch ein Abus Schloss. Das ist Serie? Bei dem Rad ist das Abus Rahmenschloss-Serie, genau. Und wir haben noch dazu zusätzlich hinzu konfiguriert diese Tasche, die unter der Sattelstütze ist. Die Kette, oder? Ist da Kette mit der Tasche, genau. Das ist dann dieses. Zeig mal bitte. Das ist sehr praktisch, das heißt, damit kann man das Fahrrad anschließen. Genau, hast du hier den Bolzen. Okay. Das ist halt schon eine sehr lange Kette, wo man dann halt so zusammenlegt. Dann steckt man das halt. Ist ein gleichschließendes Schloss, das ist auch sehr praktisch. Das heißt, Akkuschloss und Rahmenschloss ist ein Schlüssel. Hier schiebe ich das, also hier mache ich es ja dann hinten zu, wenn ich mal kurz zum Bäcker gehe, um es kurz still zu legen. Und hier mache ich es dann nochmal in irgendeine Säule oder eine Laterne fest. Und dann ist das Ding auch wirklich gut gesichert. Ne? Ansonsten noch ein zweites Schloss nehmen. Ja, ihr habt gerade für die Stadt interessant auch Schlösser mit Alarm, gibt es von Abus, also die ein bisschen laut machen. Da haben die Jungs ja keinen Bock drauf. Trotzdem sollte man solche Fahrräder natürlich entweder gut abschließen oder gut abschließen und gut versichern. Da habt ihr auch Spezialversicherungen, die sich zum Beispiel auch um das Thema Vandalismus kümmern. Also wenn jetzt einer einen Reifen kaputt machen würde oder er würde jetzt dagegen treten oder was weiß ich, gibt ja viele durchaus gestörte Menschen da draußen, ja, die entweder das Fahrrad klauen wollen oder kaputt machen wollen. Da gibt es ganz preiswerte Versicherungen, also die gar nicht so viel Geld kosten und sogar den Verschleiß und alles mitbezahlen, wenn irgendwas kaputt ist. Genau, also da gibt es diverse Anbieter. Wir arbeiten da unter anderem mit der Wertgarantie zusammen. Da kann man halt nicht nur den Diebstahlschutz quasi buchen und den Akkuschutz, was übrigens auch ein großes Thema ist. Ich meine, die Batterie liegt ja mittlerweile bei knapp 1.000 Euro, genau. Da ist halt dann, wenn die Kapazität langsam anfängt zu sinken nach Jahren, ist das schon eine unangenehme Geschichte. Und gerade wenn man so ein Rad wirklich für Jahre, ein Jahrzehnt anschafft, macht sowas durchaus Sinn. Und klar, wie schon erwähnt, also die Teileversicherung wird auch immer wichtiger. Vandalismus ist ein Thema. Und ja, je hochwertiger die Komponenten, desto sinnvoller ist auch so eine Versicherung. Die kostet, glaube ich, bei so einem Rad bis 4.000 Euro, so zwischen 10 und 15 Euro im Monat. 129 Euro. 129 Euro im Jahr. Genau, und dann staffelt sich das hoch. Ich glaube, das höchste ist für ein Rad, was 10.000 Euro kostet, 239 Euro. Aber dabei ist Verschleiß, das heißt zum Beispiel Reifen dabei, Bremsscheiben dabei, der Motor, wenn er kaputt gehen sollte, egal was los ist, wenn ich stürze und irgendwas geht kaputt, das ist mitversichert. Genau, der Komplettschutz nennt er sich, wo dann halt alles abcovert. Da, selbst wenn man halt einen Plattfuß hat, was halt andauernd passiert, ist das halt drin. Und man fährt durch eine Scherbe oder so, ist so schnell passiert, dass der Mantel zerrissen ist oder eingerissen. Und dann wird das direkt dann halt auf die Kosten von der Versicherung gemacht. Und für uns ist es halt auch praktisch mit der Abwicklung, weil wir dann halt, ja, das dann ein bisschen schneller und einfacher geht. Ne? Ja, der Zahnriemen kostet ja an die 400 Euro, glaube ich, 300, 400 Euro. Der wäre auch mit drin? Genau, der wäre auch mit drin. Ehrlicherweise kommt es relativ selten vor, dass am Zahnriemen mal irgendwas dran ist. Also es müsste schon fast ein Materialfehler sein. Ja, in den ersten 7 Monaten gilt das Rad ja noch als Neurad. Da ist das noch nicht drin, aber es ist direkt geschützt gegen Vandalismus und Diebstahl. Das Ganze auch ohne große Diskussionen. Ich glaube, Voraussetzung ist ein ordentliches Schloss. Da gibt es so eine Mindest, aber da steht alles dann nochmal mit drin. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Man zahlt irgendwie im Jahr
Jahr 129 €, hat Diebstahlschutz, Vandalismusschutz, Batterieschutz, eine Art Vollkasko fürs Fahrrad, oder? Das ist wie eine Vollkasko, wie du schon sagst. Und besser. Ja, es ist, weil der Verschleiß zahlt die Vollkasko ja nicht, ja. Ja, es ist Vollkasko Plus, sage ich mal, weil selbst die Bremsbeläge, so typische Verschleißsachen, Bremsscheiben, wenn die mal dünn gebremst sind, wird dann halt... Es reißt mir einer das tolle Display ab, das wäre mitversichert. Das wäre mitversichert, genau. Oder es kommt ein Sprung rein, weil ich mich dann doch mal ein bisschen überschätzt habe und stürzt dann oder der Sattel, der reißt mir einer in der Stadt irgendwas da rein. Also was sogar versichert ist, wenn man, ich glaube, wenn es hinten auf dem Heckträger ist, man fährt gegen eine Wand. Das ist, aber guckt nach, das steht in den Bedingungen mit drin. Ja, cooles Fahrrad, Riese und Müller. Wir sind in einem der größten Riese und Müller Stores Deutschlands. Ihr habt wirklich alle Fahrräder vorrätig. Das Mountainbike haben wir zuletzt gefilmt. Das ist ja auch Hammer, oder? Ja, das ist ja absolutes Top-Modell dann auch. Und das haben wir hier mit Fox-Ausstattung. 2,6er Bereifung hinten, vorne 2,8 und Kiox-Display. Das ist schon ein massives Gerät, womit man wirklich mal Spaß haben kann im Wald. Ja, das Ganze auch so brachial wie die anderen, so von der, ich sag mal, Materialverarbeitung. Konrad, der Fahrradladen, powered by Green Bikes. Ihr habt das Ganze übernommen. Das ist ein alteingesessener Laden hier mitten in Kaiserslautern. Er ist ein bisschen versteckt in der Fußgängerzone. Welche Straße ist es? Glockenstraße 4. Glockenstraße 4. Also viele Kaiserslauterner kennen es ja, aber Saison startet jetzt. Und mit Riese und Müller habt ihr eigentlich einen riesen Fang gemacht. Denn die Leute investieren gerne ein bisschen mehr und haben dafür ein tolles Rad. Oder? Ja, also was heißt Fang? Wir sind einer der ältesten Riese-Müller-Händler Deutschlands. Wir sind die Nummer 8 quasi. Oder du bist ja noch so jung. Ja, aber der Inhaber, der vorher halt hier war, also beziehungsweise noch hier ist, ne? Der ist einer der ersten Riese-Müller-Händler der ersten Stunde. Der hat noch Räder verkauft, wo Riese-Müller noch nicht auf E-Bike so sehr gesetzt hat. Also da bin ich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, so ist das. Und hier vorne, ihr habt eine neue Wand, die finde ich auch ziemlich cool, die war beim letzten Mal noch nicht da. Das sieht richtig schick aus, auch von außen, oder? Genau, wir sind noch so ein bisschen am Umbauen. So langsam, aber sicher sind wir jetzt auf der Zielgeraden. Also für diese Saison sind wir schon ganz gut gerüstet. Und jetzt haben wir auch ein bisschen an der Warenpräsentation gearbeitet, genau. Ja, Riese und Müller, also ihr habt auch alle Cargo-Bikes, alle City-Bikes, wirklich alles vorrätig. Kommt vorbei. Wir filmen heute am 5. April. Jetzt war es ja mal ein bisschen schön, das Wetter spielt ja am 6. April, das spielt ja jetzt ein bisschen mit. Es soll wärmer werden. Das merkst du direkt hier im Laden, oder? Na klar, also sobald das Wetter ein bisschen aufreißt, wird der Betrieb auch stärker. Dementsprechend besser schnell sein, wenn man für die Saison sein Fahrrad noch haben möchte. Genau, und nicht wundern, denn ich sag mal, das Thema Verfügbarkeit ist, denke ich mir, ein knappes Gut, wird es auch bleiben im Jahr 2023. Also eigentlich ist man jetzt noch im Eldorado so ein kleines bisschen. Ja, wir warten mal ab, wie es dann wird im April und Mai. Ihr habt gut vorgeordert? Wir haben sehr gut vorgeordert und jetzt ist das Lager auch wirklich randvoll. Also momentan hat man wirklich noch die volle Auswahl bei uns. Ja, Farbe, welche Farben gibt es? Ja, von dem Rad, was wir hier sehen, gibt es das typische Riese-Müller Weiß, wie wir es da auch schon öfter gesehen haben bei verschiedenen Modellen. Und dann gibt es halt noch so ein Grau-Matt, genau. Sehr schick. Ja, vielen Dank euch beiden, Lucien. Und du wolltest noch was sagen? Ja, das ist so ein dunkles Blau, also so ein glänzendes und halt das Rot hier, die drei. So, Öffnungszeiten bei euch ganz easy, montags bis freitags? Genau, 10 bis 18 Uhr und samstags dann 10 bis 15 Uhr. Bis 15 Uhr. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.